Unsere Grenzen im fernen Osten, im Süden und im Westen sind sicher. Die verschiedenen germanischen Stämme dagegen bedrohen die Grenze im Nahen Osten, so wie sie es schon immer getan haben. Und Roms Legionen sind an dieser Grenze gebunden. Ich kann für den Norden keine Truppen erübrigen, auch keine Generäle, um sie zu befehligen. Ihr werdet Britannien sicher machen, ein für allemal. Baut im Norden eine mittlere Stadt, in der Provinz mit dem Namen Lindum. Hier wird euer militärisches Können genauso gefordert wie euer Talent als Gouverneur. Eure Aufgabe besteht darin, einen Wall zu bauen, der die Kelten und deren Brüder aus Britannien heraushalten soll. Eure Hauptsorge in Lindum ist die Sicherheit. Ich stelle euch jedoch als zusätzliche Herausforderung noch den Anreiz, euch durch hohe Wertungen für die nächste, letzte Beförderung als würdig zu erweisen. Wenn ihr das schafft, werde ich euch das Imperium übergeben. Ich möchte mich nun schon seit Jahren aus der Politik zurückziehen. Doch da ich keinen Erben habe, muss ich für die Regierungsgeschäfte erst einen würdigen Nachfolger finden. Beweist euch mir ein letztes Mal. Dann ist der ultimative Preis euer. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Lindum, die Grenze im Norden. Für unsere letzte militärische Aufgabe schickt uns der Imperator in den hohen Norden von Britannien an die Grenze zu den Kelten, wo wir Lindum gründen sollen, mit einer Bevölkerung von 6000 Einwohnern, einer Wohlstandswertung von 50, einer Gunstwertung von 85, einer Kulturwertung von 60 und einer Friedenswertung von 55. Wieder errichten wir eine mittelgroße Stadt mit höheren Wertungen, was wieder eine gute Balance am Arbeitsmarkt bedingt. Für eine Wohlstandswertung von 50 benötigen wir nicht unbedingt Villen. Hier würden auch herrschaftliche Insulas reichen. Allerdings habe ich den Anspruch, bei dieser ultimativ letzten Aufgabe unsere Stadt mit einem schönen Villenviertel zu versehen. Die Gunstwertung mit 85 bedingt, dass wir jede Menge Forderungen des Imperators erfüllen müssen. Ja, und bei der Kulturwertung müssen wir wieder jede Menge kulturelle Gebäude errichten. Wir müssen nicht nur Lindum als Außenposten an der nördlichen Grenze des Imperiums errichten, sondern auch die Grenze zu den Kelten sichern, indem wir einen Wall errichten, den sogenannten Hadrianswall. Denn wir müssen mit starken Angriffen der Kelten rechnen, die von einer Frau angeführt werden, Boudica, die Königin und Heerführerin der keltischen Stämme in Britannien. Dieses sollte man nicht unterschätzen. Also wieder jede Menge Aufgaben, die wir zu erfüllen haben. Und der Preis dafür? Das Imperium und den Titel Imperator, weil der Imperator sich zur Ruhe setzen möchte, aber einen Nachfolger suchen muss, da er keinen natürlichen Erben hat. Sollten wir diese Prüfung bestehen und erfolgreich sein, werden wir Imperator werden. Das sollte Ansporn sein und deswegen schauen wir jetzt auch mal direkt in die Karte. Unsere Karte hat hier im Süden einen kleinen Fluss oder eine Bucht mit Anschluss an den Kartenrand. Das heißt, wir werden wohl hier Seehandelsrouten betreiben können. Umgeben ist diese Bucht mit kleineren Waldbeständen und eine Seite hier weist landwirtschaftliche Nutzflächen auf. Weitere landwirtschaftliche Nutzflächen haben wir hier im Westen um einen See herum. Der Rest der Karte ist offen mit kleinen verstreuten Felsformationen hier. Und weiter im Osten haben wir dann doch größere Waldbestände. Schauen wir mal, was wir produzieren können. Wir können Gemüse und Obst anbauen sowie Fleisch produzieren. An Rohmaterial haben wir Ton, Eisen und Holz. Und wir können Öl, Waffen, Möbel und Geschirr produzieren. Für Öl brauchen wir den Rohstoff Oliven. Schauen wir mal in die Imperiumskarte. Wir sind hier oben im Norden und es bestehen die Landhandelsrouten mit Londinium. Londinium kauft größere Mengen Geschirr und Ton, verkauft uns etwas Marmor und jede Menge Weizen. Die nächste Landhandelsroute ist mit Kaleva. Kaleva kauft geringe Mengen Fleisch und verkauft uns größere Mengen Waffen. Unsere Seehandelsrouten bestehen mit
Lutetia. Lutetia kauft größere Mengen Möbel, jede Menge Eisen, verkauft uns etwas Marmor und größere Mengen Wein und Obst. Die nächste Seehandelsroute ist mit Augusta Trevorum. Augusta Trevorum kauft kleinere Mengen Waffen, verkauft uns geringere Mengen Olivenöl und größere Mengen Wein und Oliven. Unsere Hauptexporte werden Waffen, Möbel und Geschirr sein. Normalerweise verkaufe ich Rohstoffe nicht, da sie keinen großen Profit bringen. Hier mache ich allerdings eine kleine Ausnahme. Eisen ist der einzige Rohstoff, der etwas profitabler ist. Von daher werde ich Überschüsse von Eisen ebenfalls exportieren. Mit den Gewinnen unseres Exportes müssen wir die Importe von Oliven, später auch Olivenöl, Marmor und natürlich für unser Villenviertel Wein finanzieren. Das heißt, wir müssen Im- und Export gut im Auge behalten. Was ist nun der Plan? Wir werden hier zwischen dieser Bucht und diesem See unsere Stadt mit 4 Wohngebieten entsprechend konzipieren. Hier und auch hier können wir die Stadt mit Nahrungsmitteln versorgen und können auch die Produkte Geschirr und Möbel direkt vor Ort produzieren. Weiter nördlich unserer Stadt werden wir den großen Handelsposten errichten, wo wir all unsere Güter produzieren, die wir für den Export und für die Versorgung der Stadt benötigen. Weiter nördlich von unserem Handelsposten werden wir dann auf dieser Fläche unser Militär etablieren. Bevor ich jetzt mit dem Bau unserer Stadt beginne, werde ich noch Folgendes machen. Wenn wir erfolgreich sind und wir den Titel Imperator bekommen, brauche ich kein privates Sparguthaben mehr. Daher spende ich jetzt der Stadt all mein Geld und stelle auch mein Gehalt entsprechend niedrig ein. Man könnte es auf 0 stellen, da ich als Imperator, wie gesagt, kein Geld mehr benötige. Allerdings weiß ich nicht, ob ich eventuell im weiteren Verlauf dieser Aufgabe dem Imperator noch ein Geschenk geben muss. Deswegen stelle ich mein Gehalt auf ein Sekretärsgehalt ein. Das reduziert auch den jährlichen Verlust der Gunst um 1 Punkt. Gut, mit der prall gefüllten Stadtkasse können wir jetzt aus dem Vollen schöpfen und unsere Stadt Lindum errichten. Wir haben jetzt hier unsere Stadt mit 4 Wohngebieten entsprechend konzipiert, die in einem klassischen Karree angeordnet sind. 2 Achsen trennen hier unsere Wohngebiete und in der Mitte, wo sich die beiden Achsen kreuzen, werden wir später unseren Senat errichten. Ich habe die 4 Stadtgebiete jeweils verbunden und an den Ein- und Ausgängen Wachstuben errichtet. Alle 4 Wohngebiete habe ich mit einem Arzt und einem Ingenieursposten versehen, sowie mit Wasser. Präfekturen benötigen wir ja nicht, weil wir in einer nördlichen Provinz sind. Außenliegende Wohngebiete habe ich hier auch jeweils errichtet, um später hier für die Produktion von Nahrungsmitteln und auch hier für den Senat Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen. Unseren großen Handelsposten habe ich hier auch ebenfalls konzipiert mit kleineren Wohngebieten. Hier das Dock und jede Menge Lagerhäuser für all die Güter, die wir produzieren und auch importieren. So werden wir hier in diesem Bereich unsere Eisen- und Waffenproduktion starten. Hier unten die Möbelproduktion und hier Geschirr produzieren. Bevor ich mit der Besiedlung begonnen habe, habe ich, da wir in einer nördlichen Provinz sind, Wolfsrudel mit einem Aquädukt eingekesselt und davon gibt es hier recht viele. Hier im Westen an diesem See und hier oben im Norden haben wir ebenfalls 2 große Wolfsrudel. Das letzte Wolfsrudel haben wir hier an dieser Bucht in der Nähe unseres Handelsposten. Alle, wie gesagt, sind jetzt gesichert durch ein Aquädukt, sodass unsere Siedler unbeschadet in unsere Stadt einwandern können. Beim Arbeitsberater habe ich auch schon die Prioritäten verteilt sowie die Gehälter etwas erhöht. Ja, und die Steuern haben wir wie gewohnt auf 0 gesetzt. Dann können wir jetzt die Geschwindigkeit entsprechend nach oben setzen
und wir warten, bis die ersten Parzellen besiedelt sind. Ja, wahre Ströme von Migranten, die in unsere Stadt ziehen, um die Parzellen zu besiedeln. Warten wir, bis wir alle Arbeitsplätze entsprechend besetzt haben, und dann würde ich, bevor wir mit dem Bau der Produktion beginnen, unsere Tempel errichten. Ja, unsere Götter sind unzufrieden. Ja, wie wir sehen, sind sie mittlerweile schon ärgerlich. Aber wir haben jetzt alle Stellen besetzt und es wandern noch jede Menge neue Bürger ein. Dann können wir jetzt schnell die Tempel errichten. Ja, auch hier in unseren außenliegenden Wohngebieten des Handelsposten werden wir natürlich Tempel errichten. Hier kommt der Tempel des Neptuns hin und hier der Tempel des Merkurs. So, ich denke mal, sind jetzt alle Götter ja auch jetzt zufriedengestellt. Ja, und sobald wir genug Arbeitskräfte jetzt zur Verfügung haben, werden wir mit der Produktion von Eisen und Waffen beginnen. 61 Arbeitslose, das reicht jetzt. Da können wir jetzt loslegen. Bauen wir hier 4 Eisenminen. Ja, und dann bauen wir jetzt hier auch unsere Waffenschmieden. Ich habe jetzt nur 4 Waffenschmieden errichtet. Wie gesagt, wir exportieren nicht ganz so viel Waffen und wir kriegen jetzt hier auch einen leichten Überschuss an Eisen, den ich ja auch exportieren möchte. Sichern wir jetzt hier noch den Bereich. Dann baue ich hier auch noch Ärzte für diese beiden Wohngebiete. Gut, ja, dann haben wir doch jetzt hier schon die ersten Exportgüter in der Produktion. Die Lagerhäuser habe ich auch entsprechend eingestellt. Dieses Lagerhaus hier nimmt die Möbel an. Dieses hier die Waffen. Dieses hier wird Eisen annehmen. Und das 4. hier wird später Oliven und Olivenöl sowie Wein annehmen. Jetzt ist es erstmal auf Nicht-Annehmen eingestellt. Ja, das passiert jetzt auch öfters, dass ein Bergwerk einstürzt. Da können wir nichts machen, da hilft auch kein Ingenieursposten. Da können wir nur entsprechend das Bergwerk neu errichten. Geschirr wird über eine Landhandelsroute exportiert. Dafür habe ich das Lagerhaus hier etwas näher an die Stadt errichtet. So können auch die Märkte schneller an das Produkt Geschirr gelangen und somit die Versorgung gewährleisten. Stellen wir es eben noch schnell ein auf Geschirr. Ja, und dieses Lagerhaus hier wird später Öl fordern. Deswegen stellen wir es jetzt auch erstmal auf Nicht annehmen. Ja, verschmutztes Wasser. Wir müssen also darauf achten, dass all unsere Bürger guten Zugang zu einem Arzt haben. Schauen wir nochmal schnell. Ja, das sieht aber sehr gut aus. Ja, verschönern wir mal hier die beiden Wohngebiete etwas. Mit ein paar Gärten. Ja, trotz der guten Versorgung mit Ärzten haben wir eine Seuche in unserer Stadt und einzelne Stadtgebiete müssen niedergebrannt werden. Ich denke mir mal, dass das wirklich zu dieser Mission gehört. Wir können wahrscheinlich noch so viele Ärzte bauen. Ein paar Stadtgebiete werden trotzdem befallen. Wir müssen jetzt hier warten, bis hier die Stadtgebiete wieder neu aufgebaut werden können. So, die abgebrannten Wohngebiete habe ich hier wieder neu parzelliert. Beginnen wir nun mit der Nahrungsversorgung. Wir werden unsere Bürger mit 2 Nahrungsmitteln versorgen, nämlich mit Gemüse und Obst, und zwar in dieser Priorität. Da verbinde ich jetzt erstmal hier die außenliegenden Wohngebiete und ich ändere das hier auch noch ein bisschen um. Den Brunnen werde ich
so setzen, dann kann ich hier schon einen Barbier platzieren. Das ist wesentlich effektiver. Das machen wir hier genauso. Ja, 1000 Einwohner haben wir jetzt schon in unserer Stadt. Das heißt, dass wir gleich auch schon wieder Tempel errichten müssen. Aber jetzt werden wir erstmal Nahrungsmittel herstellen. Das Silo kommt hier hin. Und ich werde jetzt erstmal mit der zweiten Nahrungsart anfangen, nämlich mit Obst. Warum? Obstfarmen haben eine positive Auswirkung auf die Attraktivität. Und da wir hier sehr nah an den Wohngebieten die Farm errichten, hat das ebenfalls eine positive Auswirkung auf die Wohngebäude. So, ich denke mal, 4 Stück reichen erstmal. Natürlich müssen wir hier auch Ingenieursposten bauen, damit hier nicht alles in Schutt und Asche fällt. Ja, und schon wieder ist ein Bergwerk eingestürzt. So, hier ist es auch die Nahrungsmittelproduktion etabliert. Ja, wenn man exportieren will, sollte man auch die Handelsrouten entsprechend eröffnen, was wir natürlich komplett vergessen haben. Okay, dann legen wir mal los mit Londinium. Die Handelsroute nach Kaleva werde ich nicht eröffnen. Wie gesagt, wir exportieren kein Fleisch und wir brauchen auch keine Waffen. Aber Lutetia benötigen wir. Und Augusta Trevorum. So, und dann werden wir Geschirr, Möbel, Waffen und auch Eisen exportieren. Ja, die Möbelproduktion werden wir jetzt auch mal starten mit 3 Sägewerken und 6 Möbelschreinereien. Gut, und da kommen auch schon unsere Handelspartner von Lutetia und Augusta Trevorum. Die können jetzt hier schön Eisen und Waffen kaufen. Ja, und wie gesagt, ab 1000 Einwohner müssen wir weiter Tempel errichten. Hier werde ich weiterhin den Tempel des Merkur errichten und hier den Tempel des Neptun. Und hier kommen natürlich die übrigen Tempel hin. Ceres, Mars und Venus. Ja, und dann werden wir mal direkt ein Fest für Mars abhalten. Ja, und wir haben jetzt auch schon Nahrungsmittel. Wir werden jetzt erstmal nur ein Stadtgebiet mit einem Markt versorgen, werde dafür aber jetzt die anderen 2 Stadtgebiete schon parzellieren. Wir werden nämlich jetzt gleich unser Militär aufbauen und die Geschirrproduktion starten. Unser Militär werde ich hier entsprechend aufbauen mit einer Militärakademie und natürlich 2 Kasernen. Ja, sehr gut. Wir bauen auch jetzt schon mal das zweite Dock. Und hier sollten auch noch Ingenieursposten errichtet werden. So, und damit ist das hier, glaube ich, auch jetzt sicher. Ja, und mit den Kasernen und der Militärakademie bauen wir unsere ersten Forts. Und zwar errichten wir direkt mal 2 Forts mit den Wurfspeerträgern. Die kommen dann jetzt hier hin. Die sollten sich eigentlich jetzt auch schnell füllen. Ja, und ihr seht, wie viele neue Migranten in unsere Stadt einwandern. Da können wir jetzt auch wirklich getrost das zweite Stadtgebiet mit einem Markt versehen und können jetzt mit der Geschirrproduktion starten. Da bauen wir mal 3 Tongruben. Ja, und dann errichten wir noch unsere Töpfereien. Sechs Stück. Ja, das gefällt mir. Ja, errichten wir weiter Farmen. Allerdings werden wir jetzt mit Gemüse beginnen.
Dafür brauche ich natürlich noch das zweite Silo. Ja, und mittlerweile haben wir schon 2000 Einwohner in Lindum. So, auch hier haben wir jetzt entsprechend Gemüsefarmen errichtet. Natürlich müssen wir die Silos auch einstellen. Dieses hier wird jetzt nur Gemüse annehmen und dieses hier Obst. Ich etabliere jetzt hier in diesem Bereich noch eine Geschirrproduktion. Und zwar werde ich hier eine Tongrube errichten. So, dann können hier noch ein paar Farmen hin. Und dann kommen hier die 2 Lagerhäuser hin. Dieses hier wird Geschirr annehmen. Und dieses hier wird später Möbel fordern. Das werden wir jetzt aber auch erstmal jetzt auf Annehmen nur stellen. So, dann haben wir hier auch noch die Töpfe rein. Und dann passt das jedoch sehr gut. So, das gleiche machen wir hier auch. Errichten wir hier auch die 2 Lagerhäuser. Geschirr und Möbel. So, dann haben wir jetzt hier auch unsere Geschirrproduktion etabliert. Hier können wir nochmal Obstfarmen errichten. 2 Stück, weil wir hier sehr nah am Wohngebiet sind. Ja, wir haben immer noch jede Menge Arbeitslose. Jetzt wird es auch Zeit, dass wir mal unseren Senat errichten. So, dann müssen wir natürlich auch hier noch die Verbindung zu den außenliegenden Wohngebieten herstellen. Ja, dann werden wir jetzt hier die beiden Wohngebiete auch noch ein bisschen weiter verschönern. Ja, und wir haben den ersten Aufstand in unserer Stadt. Ja, hier oben im Norden greifen sie an. Okay. Ich hoffe mal, dass wir das so schaffen. Na, wo wollt ihr denn hin? Okay, dann müssen wir die jetzt wohl mal angreifen, ja, damit sie nicht irgendwo anders in unsere Stadt hineingehen. Okay, jetzt greifen sie doch an. Kommt mal nicht zurück. So. Ja gut, das haben wir geschafft, aber wir müssen definitiv jetzt unser Militär mal aufstocken hier. Und es erinnert mich daran, dass ich ja noch meinen Wall bauen muss. Ja, dann errichten wir doch jetzt hier das Fort für Legionäre. Das kommt dann jetzt hier hin. Machen wir direkt 2. So. So, ich möchte die Nahrungsmittelproduktion hier noch etwas erweitern. Dafür baue ich jetzt hier nochmal Gemüsefarmen, nochmal verbunden werden. Und ich möchte jetzt hier in den landwirtschaftlichen Gebieten auch eine kleine Siedlung errichten. So, das sollte eigentlich jetzt passen, damit ich hier noch einen Arzt errichten. Sehr gut. Ja, und auch diesen Bereich haben wir jetzt hier entsprechend noch weiter ausgebaut. Hier unsere kleinen Siedlungen, noch ein paar Farmen und dann können wir hier weiter Farmen errichten. Ja, und gut, dass wir das jetzt soweit ausgebaut haben, weil der Imperator hat seine erste Forderung. 15 Einheiten Gemüse. Gut, dann werden wir jetzt mal die Silos entsprechend so einstellen, dass sie kein Gemüse mehr annehmen. Und dieses Silo wird jetzt entsprechend Gemüse annehmen, beziehungsweise fordern. Natürlich müssen wir Gemüse jetzt auch hamstern. Ja, wir haben jede Menge Arbeitslose. Wir sollten mal jetzt unsere Foren errichten. So, dann bauen wir hier erstmal die 2. Bei diesen beiden Stadtgebieten lohnt sich das noch nicht. Dann können wir die Steuern auch erheben. 7%, das reicht, glaube ich. So, und dann bauen wir unsere ersten beiden Akademien. Die können hier hin. Sehr schön. So, wenn wir jetzt die Forderung erfüllt haben mit dem Gemüse, werden wir mal das nächste Stadtgebiet hier auch mit Lebensmitteln versorgen und hier unsere kleinen außenliegenden Wohngebiete.
So, ich errichte jetzt hier die letzten Forts. So, und dann können wir auch hier entsprechend den Weg entlang bauen. Und ich werde jetzt mal anfangen, unsere Stadt zu befestigen, beziehungsweise unseren Wall zu bauen. Ja, und die Lieferung ist relativ schnell bereit. Schicken wir das sofort los und stellen auch hier das wieder so ein, dass Gemüse zur Verfügung steht. Und wie ich gesagt habe, möchte ich das eine Stadtgebiet jetzt auch entsprechend mit einem Markt versorgen. So, ich habe jetzt hier die Mauern errichtet und habe mir jetzt hier diese Felsformationen zunutze gemacht, indem ich hier immer entsprechend zwischen diesen Felsformationen die Mauern errichtet habe. So habe ich jetzt erstmal hier das etwas geschützt. Dann müssen wir hier auch noch die Mauer weiter errichten, aber ich will jetzt erstmal gucken, wo der Feind entsprechend angreift. Ich gehe davon aus, dass er vom Norden her angreift. Wir hatten eben schon eine Meldung, dass der Feind vor den Toren steht. Ja, da wird jetzt wohl bald der erste Kampf erfolgen. Türme werde ich jetzt erstmal noch nicht errichten. Wie gesagt, möchte ich erstmal schauen, wo der Feind angreift. Ja, und hier unsere Stadt entwickelt sich auch sehr gut. Machen wir jetzt hier auch nochmal dieses Stadtgebiet etwas schöner. Ja, und wie wir sehen, verkaufen wir recht gut. Ich schicke jetzt mal hier unsere Sperrwurfträger hier hin, dass hier die Wölfe entfernt werden sollen. Dann können wir nämlich hier unsere Möbelproduktion noch ein bisschen ausbauen. So, ich denke mir mal, dass wir hier jetzt auch mit Möbel gut versorgt sind. Bauen wir jetzt die Märkte für die kleinen Siedlungen hier. Ja, und mal wieder ein Bergwerk eingestürzt. Das werden wir jetzt auch sofort wieder reparieren. Ja, und damit auch sich diese kleinen Siedlungen entwickeln können, machen wir es ja auch etwas schöner. Ja, und unsere Gottheiten sind mal wieder nicht so glücklich mit uns. Das heißt, wir müssen mal wieder Tempel errichten. Ja, hier die Silos sind gut gefüllt. Dann werden wir jetzt das vierte und letzte Stadtgebiet ebenfalls mit einem Markt versehen. Ja, und 3000 Einwohner zählt jetzt Lindum. Ja, und wir sehen, wie sich hier unsere kleinen Siedlungen im großen Handelsposten sich sehr gut entwickelt haben. Ich werde hier schon mal unser Villenviertel vorkonzipieren. Das wird nämlich hier hinkommen. Wir werden kein autarkes Villenviertel haben. Die Märkte für das Villenviertel können sich hier entsprechend versorgen. Hier kommt das Silo für die dritte Nahrungsmittelart hin. Und hier die beiden Lagerhäuser. Dieses hier wird dann später Öl fordern. Und dieses hier wird entsprechend Wein fordern. Möbel und Geschirr haben wir hier und hier die anderen Nahrungsmittelarten. Das passt dann ganz gut. Ja, und wir werden das erste Mal von den Barbaren angegriffen. Dann schauen wir mal, wie wir den Kampf mit den Kelten bestreiten. So, die Geschwindigkeit runtersetzen. Und dann gucken wir mal, wo sie angreifen. Ja, wie ich schon vermutet habe, hier im Norden. Ja, unsere Armee ist hier. Gut, wir haben nur ein volles Fort mit Legionären, das macht aber nichts. Wir werden jetzt mal hier Stellung beziehen. Ich möchte die gerne hierhin haben, die Feinde. Da werden wir da einen kleinen Trick anwenden. Werden wir jetzt hier die Hofsperrtruppe, die hier, werden wir jetzt wieder als Lockvogel nutzen. Hier müssen wir noch entsprechend aufstellen.
So, und die Legionäre auch. Oh ja, das ist eine große Truppe mit Kämpfern und mit Streitwagen. Ui, und die sind erstaunlich schnell. Meine Güte, wir wollen mal schnell hier weg, bevor sie mich hier kriegen. So, hier könnt ihr euch auch nochmal anders stellen. Schaut euch an, wie schnell die sind. Verdammt nochmal. Ah, kommt mal ruhig hier hin. Ja, nicht wieder abhauen. Jetzt kommt er schon wieder an. Das ist aber hier ein Katz-und-Maus-Spiel. Ah, shit. Schnell hier weg. Kommt hier hin. Okay, jetzt geht's los hier. Ja, aber die Streitwagen kann man schnell außer Gefecht setzen. Gucken wir mal, wie stark hier unser Fußvolk ist. Das hauen die schon wieder ab. Ja, aber ich denke mir mal, das ist so ganz effektiv. Aber warum die mir jetzt hier immer abhauen, weiß ich auch nicht. So, dann locken wir die anderen auch nochmal hier hin. Ja, das ist ein bisschen langwierig hier, aber das muss so sein. So, und dann sind sie jetzt hier im Pfeilhagel. Ja, ich denke mal, die drei werden sich jetzt vom Acker machen. Ja gut, dann könnt ihr jetzt auch zurück. Das haben wir eigentlich soweit ganz gut hingekriegt. Ja, und das wird unsere Taktik sein für die weiteren Angriffe von den Kelten. Wir werden hier unsere Armee immer aufstellen und werden sie hier hinlocken. Wir müssen nur jetzt hier noch Türme errichten, um das ein bisschen zu unterstützen. So, das sieht soweit ganz gut aus. So, und dann brauchen wir hier noch 2 Parzellen, um die Türme mit Arbeitskräften zu versorgen. Den ersten Kampf haben wir ganz gut gemeistert. So, dann können wir hier auch diese kleinen Siedlungen noch verschönern. Ja, und ich war ja bei der Konzeption unseres Villengebietes stehen geblieben, was ich hierhin bauen möchte. Gut, dann fangen wir mal an. So, wir haben jetzt unser kleines Villenviertel hier errichtet. Wir haben Platz für 6 Villen, die wir maximal zu kleinen Palästen entwickeln lassen. Ja, ich habe ja auch schon die Märkte errichtet, Arzt und Barbier sowie einen Ingenieursposten. Errichten wir jetzt noch die Tempel. Ja, und der Tempel des Mars errichten wir hier. Ja, und jetzt wird es auch mal Zeit, dass wir unsere ersten Kulturgebäude errichten. Hier für dieses Stadtgebiet errichten wir die Schule, die Bibliothek und natürlich auch das Theater. Die Künstlerkolonie dafür errichten wir hier. Das passt sehr gut. Ja, und dann werden wir hier auch mal dieses Stadtgebiet schön mit Plätzen versehen. Ja, das zweite Stadtgebiet werden wir ebenfalls jetzt mit Kultur versehen. Und wir machen es ja auch nochmal richtig schön. So, da errichten wir jeweils hier noch den zweiten Markt. Und diese Lagerhäuser werden jetzt Möbel fordern. Ja, und dieses Stadtgebiet kriegt jetzt auch noch eine Schule und ein Theater. Und
dann würde ich sagen, beginnen wir mit der Olivenölproduktion. Dafür muss ich aber erstmal auch meine ganzen Lagerhäuser neu einstellen, weil wir die Handelsrouten eröffnet haben. Also du nimmst nur Eisen an, du hier nur die Waffen. Du bleibst beim Möbel. Ja, und du kannst jetzt Marmor annehmen, Öl, Wein, Oliven. Weizen brauchen wir jetzt dort nicht. Ja, und leider müssen wir jetzt auch alle anderen Lagerhäuser entsprechend einstellen. So, dann können wir jetzt mit der Olivenölproduktion beginnen. Oliven importieren und dann denke ich mir mal 3 Ölpressen müssten aber reichen. Ja, und hier unser Villenviertel hat sich auch schon gut entwickelt. Die brauchen natürlich jetzt auch Unterhaltung. So, die 2 Theater für unser Villenviertel habe ich schon errichtet. Die Künstlerkolonie dafür kommt hier hin. Gut, ja, dann errichten wir auch hier ein Badehaus. Und das Forum. Ja, und hier baue ich jetzt meine Villa. Sehr gut. So, dann bauen wir natürlich auch direkt schon eine Schule. Die kommt dann hier hin. Da bauen wir direkt 2. Ja, und dann bauen wir natürlich auch noch eine Bibliothek. Die kann dann jetzt hier hin. So, und meine Villa kriegt direkt auch nochmal ein paar Gärten hier. Ja, und dann kann sich das Villenviertel erstmal weiterentwickeln. Hier bei diesem Lagerhaus werde ich das noch umstellen. Da werde ich nämlich das Öl hier eben nicht annehmen lassen. Das gesamte Olivenöl kann hier zu diesem Lagerhaus gebracht werden. Ja, und unser Militär ist auch schon fast vollständig. Ja, und der Imperator hat seine neue Forderung. 15 Einheiten Möbel. Ich denke, Möbel haben wir mehr als genug. Ja, das können wir sofort losschicken. Ich werde jetzt beim Möbel auch jetzt mal hier ein Limit einstellen. Da sollen noch 5 im Lager bleiben, damit wir die anderen Lagerhäuser bedienen können. So, und ich möchte jetzt auch etwas Marmor importieren, damit wir unsere Orakel bauen können. Dieses Stadtgebiet wird jetzt ebenfalls mit Kultur versehen. So, und hier wird es dann auch jetzt schick. Ja, errichten wir jetzt hier für das Villengebiet das Amphitheater. Das kommt hier hin. Und die Gladiatorenschule dafür hier hin. Und dann müssen wir noch das hier wegmachen. So, sehr gut. Dann können wir jetzt hier das Öl auch fordern. Ja, und wir haben Marmor im Lagerhaus. Da können wir jetzt den Import entsprechend stoppen. Und dann errichte ich doch meine ersten Orakel. Die kommen hier hin. Dafür reiße ich jetzt hier die Tempel ab. Und dann bauen wir jetzt hier die Orakel hin. Ja, wunderbar. Ja, das interessiert uns jetzt im Moment nicht so richtig. So, den Tempel des Marses hier werde ich auch wegnehmen. Weil ich denke mir mal, dass unsere Gottheiten mit den Orakel ebenfalls zufrieden sind. Ja, errichten wir für unser Villengebiet doch jetzt das Kolosseum. So, und dann können wir auch das Löwenhaus hinbauen. Das kommt jetzt hier hin. Gut, ja, und dann verschönern wir es noch ein bisschen hier. Bevor wir hier was verschönern, müssen wir erstmal wieder den Kampf gegen die Kelten bestreiten. Ja, sie greifen wieder an der gleichen Stelle an. Wir haben eine volle Besetzung. Okay, dann Aufstellung beziehen. Und dieses Fort wird unser Lockvogel wieder sein. So. Gut, dann schauen wir mal. Ja, unser Lockvogel ist schon da und schießt schon. Wir dürfen echt nicht vergessen, dass diese Kelten sehr schnell sind.
So, jetzt geht's aber los hier. Nun kommt. Euch kriegen wir auch noch. Ja, keine Chance. Das ist wirklich sehr effektiv, wie wir hier die Kelten bekämpfen. Sehr gut. Ja, und passend zu unserem Sieg ist unser Kolosseum funktionsfähig. So, dann könnt ihr wieder zurück. Ich gönne mir für diesen Sieg einen Palast. Den errichte ich hier bei meiner erfolgreichen Armee. Baue hier noch ein Orakel. Ja, und dann mache ich es mir jetzt hier noch schön. Und dann kann ich mir aussuchen, wo ich gerne residieren möchte. Na, wenn das nicht ein schöner Wohnort ist, dann weiß ich es auch nicht. Entwickeln wir dieses Wohngebiet jetzt auch weiter. Ja, wir waren ja eben noch hier stehen geblieben bei unserem Villengebiet. Da bauen wir jetzt die großen Plätze hier. Ja, und dann haben wir hier schon die herrschaftlichen Insulas. So, wir werden jetzt hier die dritte Nahrungsmittelart zur Verfügung stellen, nämlich Fleisch. Da werden wir hier noch einen Ingenieursposten bauen. Und dann werden wir jetzt hier entsprechend den Wein fordern. Dann importieren wir jetzt mal Wein. Ja, dann entwickeln wir jetzt unsere Stadt mal weiter, indem wir jetzt die Badehäuser errichten. So, und zwar in allen Stadtgebieten. Ja, und dann können wir in dem ersten Stadtgebiet, nämlich hier, das erste Amphitheater errichten. Schauen wir mal, wie sich die Stadt weiterentwickelt. Ja, ihr seht, die Stadt hat sich sehr gut weiterentwickelt und wir haben die 5000 Einwohner-Marke geknackt. Ja, ihr seht, da wo das Amphitheater errichtet worden ist, haben wir schon die großen Insulas, weil wir ja auch schon sehr früh den Barbier gebaut haben und Olivenöl zur Verfügung steht. Ja, und unser Villenviertel hat sich auch jetzt zu einem Villenviertel entwickelt. Wir haben genug Wein in unseren Lagerhäusern und wir werden jetzt diese Villen entsprechend weiterentwickeln, denn die benötigen jetzt ein Krankenhaus. Das errichten wir hier. Ja, machen wir es jetzt hier nochmal weiter schön. Unsere Achsen. Ja, und dann errichten wir auch in den anderen Stadtgebieten die Amphitheater. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich keine Gladiatorenschule hier gebaut habe, sondern dass ich eher jetzt noch eine Künstlerkolonie hier errichte. Nun, das hat folgenden Grund. Das Amphitheater arbeitet mit Schauspielern und mit Gladiatoren. Das heißt, zur Entwicklung der Stadt, wie wir hier sehen, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt eine Gladiatorenschule. Unser Kolosseum benötigt Gladiatoren und Löwenbändiger. Wenn ich jetzt also eine Gladiatorenschule hier errichte, gehen die Gladiatoren nicht nur zu den Amphitheatern, sondern auch zum Kolosseum. Was dann passiert, zeige ich euch. Ihr seht, wie sich hier herrschaftliche Insulas entwickeln. Gucke ich in die Spezialkarte Unterhaltung Kolosseum, kann ich sehen, dass hier dieser Gladiator zum Kolosseum geht. Aber eben nur diesen Weg. Und weil wir so eine gute Attraktivität haben, verlangen diese nun Wein. Und der Wein ist nun mal halt frei verfügbar im Lagerhaus. Was passiert weiter? Unsere herrschaftlichen Insulas haben sich in Villen verwandelt. So, und damit fehlt mir natürlich wieder Arbeitskräfte.
wie wir hier sehen können. Das ist der Grund, warum ich hier keine Gladiatorenschule errichtet habe. Ja, errichten wir das letzte Gebäude für unser Villenviertel, nämlich die Akademie. Die errichten wir hier. Und damit können sich unsere Villen jetzt weiterentwickeln, nämlich zu den kleinen Palästen. Der Kelten gestört. Okay. Ja, es ist immer die gleiche Stelle, wo die Kelten angreifen. Das ist natürlich gut für uns, weil dann können wir hier schön immer wieder die gleiche Taktik betreiben. Ja, und es ist auch wieder jede Menge an Feinden, die uns hier entsprechend angreifen. Okay. Okay, dann geht es mal los hier. Ja, was für eine Schlacht hier. Aber das sieht wirklich sehr gut aus. Streitwagenkämpfer sind alle schon jetzt ausgeschaltet. Das ging jetzt wirklich super schnell. Ja, und den Rest, den werden wir auch noch fertig machen. Ja, wunderbar. Das war eine erfolgreiche Schlacht. Ja, und die Verluste halten sich wirklich in Grenzen. Das ist schnell ausgeglichen. Ja, unser Villengebiet hat sich wirklich super entwickelt. Wir machen es jetzt noch ein bisschen schön. Ja, und wir brauchen jetzt die zweite Weinart. Das hängt damit zusammen, dass ich den Import von Wein entsprechend gestoppt habe. Den werde ich jetzt wieder importieren. Dafür würde ich aber jetzt die Lagerhäuser alle auf nicht annehmen stellen. Sonst habe ich zu viel Wein. Ja, und wir haben die kleinen Paläste. Das ist der Endausbau unserer Villen. Ich denke mir mal, damit werden wir jede Menge Steuern einkassieren können mit diesem Ausbau. Ja, und die Wohlstandswertung ist definitiv geschafft damit. Und der Imperator hat seine nächste Forderung. 40 Einheiten Gemüse. Das ist eine Menge. Das ist mehr als ein Lagerhaus voll. Okay, dann werden wir das mal direkt einstellen. So, dann wird dieses hier entsprechend Gemüse annehmen. Und dieses hier auf der anderen Seite auch. So, und dann werden wir wieder Gemüse hamstern. Aber ich denke, das werden wir schnell beisammen haben. Ja, wie gesagt, schnell haben wir die 40 Einheiten Gemüse zusammen. Die schicken wir sofort los. Und dann muss Gemüse wieder genutzt werden. Es ist unsere Hauptnahrung hier in Lindum. Mal schnell die Silos wieder einstellen. Ja, wir haben nicht sehr viel Olivenöl mehr. Das heißt, ich werde jetzt Olivenöl auch importieren. Ja, und Möbel haben wir auch nicht mehr so viel jetzt hier. Das werde ich jetzt auch mal aus dem Verkauf nehmen. Ja, und mittlerweile haben wir die 6000 Einwohner in Lindum erreicht. Ja, und schauen wir auf die Wertungen. Bei der Kultur müssen wir noch etwas tun. Und zwar wieder Schulen errichten. Ja, und ich denke mir, ein paar Theater müssen wir auch noch bauen. Ja, und bei der Friedenswertung müssen wir weiterhin noch ein Jahr warten. Bei der Gunst, da werden wir, glaube ich, entweder eine Forderung erfüllen oder wir werden ein Geschenk dem Imperator zur Verfügung stellen. Ja, und der Arbeitsmarkt ist auch recht gut. Wir werden gleich noch ein bisschen umschichten. Und der nächste Angriff der Kelten. Gut, ich denke mir mal, ich weiß, wo sie angreifen. Ja, wieder hier. Schnell die Aufstellung unserer Truppen durchführen.
Mann, das ist aber eine große Truppe hier. So, ihr kommt mal lieber hier hin. Ja, nicht dort angreifen. Ah, sie greifen da hinten an. Das ist nicht gut. Ah, nein. Ihr sollt doch hier hinkommen. Das ist nicht so gut. Okay, die sind durchgebrochen da vorne. Ich hoffe, sie kommen hier hin. Mein Villengebiet. Okay, sie greifen die Mauer dort an. Dann mache ich doch mal hier eine Bresche rein. So, dann könnt ihr da durch. Wow, das ist nicht gut. Ja, kommt mal alle hier rüber. Lasst mein Villengebiet in Ruhe. Oh, was für ein Kampf, was für ein Gemetzel hier. Kommt mal hier rüber. Helft mal hier. Aber ich glaube, das schaffen wir gut. Jawohl, lasst mir bloß meine Villen in Ruhe. Ja, aber das schaffen wir gut. Was für eine Schlacht. Und wir haben sie tatsächlich gewonnen. Ja, wunderbar. Das hätte ich nicht geglaubt, dass wir das geschafft haben, nachdem sie bei meinem Villengebiet die Mauer zerstört haben. Gut. Reparieren wir das hier schnell. Ja, schauen wir jetzt nochmal auf die Wertung. Wir haben die Kulturwertung tatsächlich jetzt erreicht. Dafür haben wir 16 Schulen, 3 Akademien und 5 Bibliotheken, 12 Theater, 5 Amphitheater und ein Kolosseum errichtet. Unsere Götter sind mit 5 Tempeln und 5 Orakel glücklich. Die Friedenswertung haben wir nach der erfolgreichen Schlacht jetzt auch erreicht und es fehlt uns jetzt nur noch die Gunst. Bevor wir jetzt dem Imperator das Geschenk übergeben, somit die Gunst erreichen, schauen wir uns Lindum nochmal in Ruhe an. Ja, hier die 4 Stadtgebiete mit dem Senat in der Mitte und den Versorgungszentren einmal in diesem Bereich hier und einmal in diesem. Unser großer Handelsposten mit der Produktion von Möbeln, Geschirr, Waffen und Eisen sowie hier meinem Palast und natürlich unserer erfolgreichen Armee. Und hier unser Villenviertel mit den kleinen Palästen. Den Wall, den der Imperator wollte, haben wir hier entsprechend errichtet. Gut, übergeben wir jetzt dem Imperator sein Geschenk und beenden damit diese Kampagne. Er kriegt ein üppiges. Und damit haben wir 92 Punkte Gunst. Wir haben es geschafft. Der Imperator übergibt uns seinen Titel, seinen Status und das gesamte Imperium. Und wir akzeptieren natürlich gerne den Gottstatus. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die höchsten Ziele erreicht, die jemals einem Gouverneur von Rom gestellt wurden. Ich bin stolz darauf, euch zu meinem Nachfolger zu machen. Ich habe angeordnet, euch zum Cäsar
Imperator von ganz Rom zu krönen. Das ganze Imperium gehört nun euch. Endlich kann ich mich auf meine Insel zurückziehen, in meine geliebte Villa und wieder ein einfacher Bürger sein. Möge euer Name für immer einen Platz im Pantheon von Roms größten Herrschern haben. Ave Caesar! Ja, damit ist mein Let's Play der Militärkampagne von Caesar 3 abgeschlossen. Wenn ihr wollt, begleitet mich noch bei den Wirtschaftskampagnen oder einer meiner anderen Let's Plays. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Dominus.